Und wir machen direkt weiter, denn die FDP-Bundestagsfraktion will ja für die Unionsanträge stimmen, war zu hören, aber über den Gesetzentwurf am Freitag noch beraten. Und da fragen wir direkt jetzt nach bei Wolfgang Kubicki, dem stellvertretenden FDP-Parteichef. Schönen guten Tag. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Herr Kubicki, warum haben Sie denn noch Beratungsbedarf über das Zustrombegrenzungsgesetz, über das am Freitag abgestimmt wird? Weil es so ist, dass wir als Führungskräfte der FDP zwar unsere Meinung äußern können, aber die Fraktion insgesamt darüber befinden muss, wie wir uns verhalten werden. Ich kann Ihnen aber schon Entwarnung geben oder die Sicherheit geben, dass die Freien Demokraten auch als Fraktion geschlossen für das Zustrombegrenzungsgesetz stimmen werden. Und insofern gibt es da keine weiteren Diskussionen. Wir haben jetzt die Notwendigkeit zu dokumentieren, dass wir wirklich eine Wende in der Migrationspolitik brauchen. Und wenn Friedrich Merz jetzt den Stein ins Wasser geschmissen hat, wäre es wirklich dumm, dem nicht zu folgen. Denn dann würde der Eindruck entstehen, wir reden als Politiker immer wieder über die Problemlösung, wir schaffen sie aber nicht. Da haben wir also schon mal eine direkte Nachricht jetzt von Ihnen, Herr Kubicki. Grüne und SPD sagen ja, dass Taten wie zuletzt die Morde von Aschaffenburg eben keine Notlage darstellen, auf deren Grundlage dann zum Beispiel EU-Recht ausgehebelt werden kann. Wie sehen Sie das? Ja, zunächst einmal verpflichtet keine Konvention Staaten, egal wo auf der Welt, dazu, die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu gefährden, weil Gefährder oder andere Dinge ins Land kommen wollen. Ich erinnere daran, dass die Behauptung, dass europarechtswidrig oder verfassungswidrig deshalb schon problematisch ist, weil beispielsweise Dänemark seit Jahren an den eigenen Grenzen diejenigen zurückweist, die ohne gültige Papiere ins Land einreisen wollen und auch sonst als Gefährder identifiziert worden sind. Also es ist auch europarechtlich möglich. Wenn es dort Probleme gäbe, müssten wir uns in Europa darum bemühen, die Rechtsfragen konkret zu klären. Aber zu sagen, wir machen es nicht, weil einige befürchten, und ich finde auch widerrechtlich befürchten oder widersinnig befürchten, es könnte europarechtlich ein Problem werden, dass wir das dann nicht unterbreiten, würde die Bevölkerung komplett dem Wahnsinn nahebringen. Das heißt, Sie halten es auch rechtlich eben nicht für problematisch, sondern durchaus auch für durchsetzbar. Bis dahin sind ja noch einige Schritte zu tun. Aber wie halten Sie es mit dem anderen Argument, mit der Brandmauer zur AfD, deren faktisches Aussetzen im Bundestag, wenn es denn dazu kommt, von eben einigen als Tabubruch bezeichnet wird? Darf ich noch mal sagen, unproblematisch ist überhaupt nichts. Aber wenn wir Probleme haben, müssen wir die Probleme bewältigen und nicht wegen der Probleme unseren politischen Willen nicht zum Ausdruck bringen. Das, was Grüne und SPD machen, ist ja eigentlich die Erklärung, wir wollen das nicht. Und deshalb wird da vorgespielt, es gäbe rechtliche große Hindernisse. Die Brandmauer-Diskussion finde ich deshalb absurd, weil niemand mit der AfD geredet hat und weil auch niemand mit der zusammenarbeitet, auch künftig nicht. Aber wir können auch unser eigenes Verhalten, wenn wir in der Sache was für richtig halten, unsere eigenen Vorstellungen und ihre parlamentarische Beratung und Abstimmung nicht davon abhängig machen, wie sich die AfD verhält, das wäre ja ziemlich komisch, dann könnten wir auf Dauer auch Rot-Grün weiter regieren lassen. Denn jedes Mal, wenn Rot-Grün dem nicht zustimmt, würden sie behaupten, wenn die AfD zustimmt, dann müsst ihr die politischen Vorhaben bei euch einfach vergessen. Naja, Kubicki, Sie sagen das so, aber bisher war das ja gewissermaßen ein Dogma, dass man eben nicht mit den Stimmen der AfD arbeitet. Und würden Sie dann jetzt auch in einer möglichen Koalition mit der Union nach der Wahl da diesen ja pragmatischeren AfD-Kurs unter Merz weiter mittragen? Also wenn wir eine Koalition mit der Union bilden, brauchen wir keine Stimmen der AfD, dann haben wir eine eigene Mehrheit. Wir haben eine besondere Lage, die ja vom Bundeskanzler herbeigeführt worden ist. Die Koalition ist beendet worden. Wir haben jetzt keine Fraktionsbindung mehr, keine Koalitionsbindung mehr. Und deshalb sollten Rote und Grüne nicht so tun, als wären sie noch immer die Herrscher im parlamentarischen Bereich. Entscheidend ist, die Menschen wollen eine Änderung. Alle haben es versprochen, einschließlich Olaf Scholz, der dauernd erklärt, er ist es leid. Und aus dieser Aussage, ich bin es leid, müssen jetzt politische Konsequenzen folgen. Wenn Sozialdemokraten und Grüne sich nicht bereit finden, einem Antrag der Union zuzustimmen, aus der demokratischen Mitte, dann ist das ihr Problem. Sie könnten ja zustimmen. Dann bräuchten wir die Stimmen der AfD nicht. Abgesehen davon, dass mir das völlig egal ist. Aber zu sagen, ihr dürft jetzt eure Anträge nicht mehr bringen, ihr FDP und ihr Union, weil die AfD zustimmen könnte, ist an Absurdität kaum noch zu überbieten. Ich finde das aber schon spannend, wie Sie das beschreiben, Herr Kubicki, denn Sie haben ja schließlich mit all diesen Menschen zu tun, mit den Chefs von Grünen und SPD, die jetzt also das Ganze aber zu einem Paradigmenwechsel erklären und sagen, entweder so oder ihr stimmt mit den Nazis. Und das können wir auf keinen Fall machen. Ja, wir stimmen nicht mit den Nazis, sondern die Nazis stimmen da möglicherweise einem CDU-Antrag zu. Wir wissen ja noch nicht ganz genau, was bei der Abstimmung passieren wird.
Aber ich kann die Verzweiflung von Sozialdemokraten und Grünen verstehen. Ihre Politik ist gescheitert. Die Menschen wollen eine Änderung. Und wenn Sie nicht bereit sind, selbst diesen Änderungsweg zu gehen, dann ist es Ihr Problem, nicht das Problem der anderen Parteien und Fraktionen. Noch einmal, es geht momentan darum, den Menschen ein Signal zu geben, dass wir uns auf einen anderen Weg begeben. Und wenn dieses Signal jetzt nicht erfolgt, dann machen wir die Nazis stark. Dann werden sie weiter wachsen. Es ist ja noch mit Händen zu greifen, dass von im Jahr 2021, als sie bei 10% waren, bis jetzt, wo sie bei 20 oder 22% liegen, nicht urplötzlich in den 3 Jahren 12% mehr Nazis in Deutschland unterwegs sind. Es ist ein Hilferuf vieler Menschen. Die Politik der demokratischen Mitte hat Lösungsprobleme, Lösungskompetenzen nicht unter Beweis gestellt. Entweder jetzt oder wir werden alle darunter leiden. Wobei ich noch mal sagen möchte, das Wort Nazis will ich auf keinen Fall etabliert sehen, sondern das war sozusagen das Zitat. Und das andere ist, Herr Kubicki, dass Sie natürlich auch 3,5 Jahre lang mitregiert haben. Ne? Muss man auch zur Wahrheit dazu sagen. Ich bedanke mich für das Gespräch. Vielen Dank.